Yo, hallo zusammen und herzlich willkommen zu dem ersten offiziellen Snapshot bezüglich der Minecraft 1.10. Wir spielen in dem Snapshot 16W 20a und es sind sehr viele neue Features dazugekommen. Ich habe dafür einfach mal ein paar Kisten aufgebaut und die gehen wir jetzt einfach mal durch. Den Anfang machen sehr viele neue Spawn-Eier in Minecraft, viele Mobs davon gibt es schon, allerdings wurden auch sehr viele neue Mobs hinzugefügt. Der erste neue Mob, den wir jetzt haben, der auch schon in dem 1.10 Spekulationsvideo vorgestellt wurde, ist der Polarbär. Wer das Video nicht gesehen hat, oben rechts ist eine kleine Infocard verlinkt, dort könnt ihr euch das Ganze nochmal angucken. Der Polarbär spawnt in Icebikes-Biom und ist so lange friedlich, bis er ihn angreift oder bis er Junge hat, dann ist er von Haus aus aggressiv, soviel ich weiß. Und das erste Mal in-game, so sieht der neue Polarbär aus. Und so ist dann natürlich sein Baby. Die ausgewachsenen Polarbären droppen Fisch, wenn ihr sie tötet, und die kleinen Polarbären sind unglaublich schnell, wenn ihr sie angreift. Machen wir mit den zwei neuen Spawn-Eiern weiter, und zwar haben wir einmal einen Husk und einmal einen Stray. Das sind zwei verschiedene Versionen von Zombies bzw. Skeletten. Um euch das zu zeigen, habe ich gerade mal ganz kurz nachgemacht. Links seht ihr den Zombie, rechts seht ihr das Skelett. Die beiden Mobs werden nur in sehr trockenen Gebieten in Minecraft auftauchen. Das heißt, sie werden nicht in einem Sumpfbiom oder in einem normalen Waldbiom auftauchen, sondern eher in sowas wie einer Wüste. Ich finde es an sich ziemlich cool, dass die Mobs so ein bisschen auf verschiedene Gebiete aufgeteilt werden, da es in Minecraft ja auch wirklich Temperaturen gibt, wer das noch nicht wusste. Und ich denke, dieses Skelett und dieser Zombie sollen eben so eine Art vertrocknete Bewohner darstellen, eben keine normalen Zombies, sondern eher solche in der Wüste verrotteten, und deswegen haben sie noch halb ihre Klamotten, weil da nicht so viel Feuchtigkeit ist. Mobs. Zeug. Und zu guter Letzt haben wir noch die Spawn-Eier von vielen Mobs, die es schon in Minecraft gibt. Zum einen eine Spawn-Cat, also ein Ocelot. Außerdem gibt es ein Elder-Guardian Spawn-Egg, also den komischen Endboss in dem Wassertempel. Es gibt ein Wither Skeleton Spawn Egg, ein Donkey, also ein Esel Spawn Egg, ein Mule, also einen Maulesel. Außerdem gibt es einen Skeleton Horse und einen Zombie Horse, die es ja jetzt auch in der normalen Welt zu finden gibt. Weg von den Spawn-Eiern haben wir bzw. 4 neue Blöcke für Adventure Map Ersteller. Das ist dieser Structure Block und den kann man, wie gesagt, in 4 verschiedene Blöcke unterteilen. Er macht sehr viel Licht. Wie schon gesagt, kann man diesen Block in 4 verschiedene Blöcke aufsplitten. Es gibt zum einen die D-Variante, die beschreibt Data. Es gibt die S-Variante, die beschreibt Safe, die L-Variante beschreibt Load und die C-Variante beschreibt Corner. Was diese 4 verschiedenen Dinge jetzt also machen, ist an sich gar nicht so schwer. Ich kenne mich nicht wirklich damit aus. Ich kann euch nur das sagen, was ich soweit verstanden habe, und ich hoffe, ich habe es relativ richtig verstanden. Fangen wir mit dem Data-Block an. Der Data-Block ist ein Structure-Block, in dem ihr bestimmte Daten von anderen Sachen speichern könnt. Das heißt, wenn ihr in eine Kiste ein bestimmtes Item legt, dann bekommt diese Kiste eine Meta-ID. Hoffe ich zumindest, dass es so heißt. Und mit diesem Structure-Block könnt ihr dann die Meta-ID dieser Kiste speichern und es somit eben irgendwo anders wieder ausgeben. Sollte ich hier gerade ein bisschen Mist erzählen, ich verlinke euch einfach mal die Konstruktionsblock-Seite bzw. die Structure-Block-Seite unten in der Videobeschreibung. Wenn euch das interessiert, könnt ihr euch das einfach selbst nochmal komplett durchlesen. Weiter machen wir mit dem Corner-Block. Warum, werdet ihr wahrscheinlich gleich sehen. Der Corner-Block gibt 2 verschiedene Ecken an denen ihr ein bestimmtes Objekt oder ein Haus, einige Blöcke einfach einen bestimmten Bereich eingrenzen könnt. Weiter geht es dann mit der Save-Funktion, und mit der Save-Funktion könnt ihr, soviel ich weiß, einen bestimmten Bereich, den ihr eben hier oben eingeben könnt, die relative Position abspeichern und in diesem Block komplett speichern. Und das Gegenstück dazu ist dann eben der Load-Block, in dem ihr die abgespeicherten Objekte wieder laden könnt. Das heißt, dieser Structure-Block ist eigentlich eine Art World-Edit in Vanilla Minecraft, ohne Commands, sondern nur mit Blöcken. Ist an sich ziemlich cool und ich glaube, das könnte sehr, sehr hilfreich werden, wenn es an Adventure Maps Bauung geht. Weiter geht es dann mit 4 neuen Blöcken, die ins Spiel hinzugekommen sind. Den Magma-Block hatten wir auch schon in dem 1.10 Spekulationsvideo aufgelistet. Der spawnt einfach generell im Nether und es ist nicht gerade gut darauf zu laufen im Survival-Mode, denn ihr werdet euch verbrennen und das Ganze ist vielleicht nicht ganz so gut für eure Rüstung oder für euer Leben. Und so sieht dieser ganze Block dann aus. Eigentlich eine coole Textur, so ein bisschen Lava-Gesteinmäßig. Außerdem gibt es jetzt einen Netherwarzen-Block. Ich denke einfach mal, das werden 9 Netherwarzen sein, damit man die eben ein bisschen besser aufbewahren kann. Wirklich schön ist der Block jetzt nicht, ich wüsste nicht, wofür man den benutzt, aber hey, man hat jetzt einen Netherwarzen-Block. Außerdem mit Netherwarzen gecraftet wird dieser Red Nether Brick. Ein wirkliches Crafting-Rezept dafür kann ich euch nicht sagen. Ich denke, dafür wird es dann in der nächsten Zeit auf jeden Fall etwas geben. Neue Items gibt es für die Version leider noch nicht. Aber das ist auf jeden Fall cool, so eine kleine Abwechslung zu den schwarzen Nether Bricks. Also, wenn da noch Zäune und so kommen, stelle ich mir das ziemlich schön vor. Und der letzte Block, den wir haben, ist der Bone Block. Ich nehme an, das ist auch einfach nur ein Block, der aus 9 Knochen gecraftet wird, damit man diese besser lagern kann. Man kennt es vielleicht aus diversen Modpacks, dass es in dem Nether oft große Knochensäulen gibt. Vielleicht kommt das ja auch noch in 1.10, wer weiß. Denn bis jetzt scheint es ja wirklich so, als ob die 1.10 doch schon ein Nether-Update werden könnte. Okay, so viel von neuen Blöcken und Items, die ins Spiel hinzugekommen sind. Es gibt noch eine neue Option, und zwar findet ihr die unter Optionen
unter den Controls und hier gibt es jetzt einen Auto-Jump. Auto-Jump macht eigentlich nichts anderes, außer euch automatisch einen Block hochlaufen zu lassen. Das heißt, ihr müsst nicht mehr Leertaste drücken, sondern ihr könnt einfach den Berg ein bisschen so hochhüpfen. Finde ich, um ehrlich zu sein, absolut nicht useful, denn wenn ihr hier an einem Block lauft, ihr könnt es gerne selbst ausprobieren, dann bleibt ihr erst ein bisschen stehen und hüpft dann eben diesen Block hoch. Das ist keine eher smooth Animation, sondern ihr bleibt eben kurz stehen und gerade wenn ihr sprintet, dann verliert ihr da einiges an Geschwindigkeit, wenn ihr jetzt gerade mal hier hochhüpft. Das ist dann vielleicht nicht ganz so cool, gerade wenn es um PvP und sowas geht. Man bleibt eben oft an der Blockkante hier hängen und dementsprechend ist es wahrscheinlich doch besser, selbst früher loszuspringen und dann nicht an dem Block hängen zu bleiben. Okay, das war's soweit auch schon von mir. Es gibt noch ein paar andere Sachen, die aber meiner Meinung nach nicht wirklich interessant für so ein Vorstellungsvideo sind. Wenn euch dennoch interessiert, was sonst noch in dem Patch geändert wurde, dann schaut gerne in die Videobeschreibung. Dort findet ihr einen Link, wo ihr alles nochmal nachlesen könnt. Da stehen dann auch solche Sachen wie Bugfixes etc. drin. Ansonsten war es das für ein Video. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt gerne einen Daumen nach oben. Wir sehen uns morgen wieder. Also haut rein. Habt noch einen schönen Tag und bis dann. Tschüss.